Rita ist am Bauen, da schauen wir gleich mal, was sie heute so macht. Und damit herzlich willkommen zurück. Es war ganz klar, Hello. Sie ist wieder dort hinten bei ihren Vergnügungsparksets. Endlich. Kurze Anmerkung noch an dieser Stelle, sie trinkt heute schon wieder keinen Kaffee, sondern Wasser. Ich natürlich die Träne Gottes, ein Käffchen am Nachmittag, das hat noch niemand geschadet. Und ich würde sagen, wir schauen mal zu der Mademoiselle nach hinten, was sie denn so vorhat, und sie wird uns sicher was präsentieren. Ich wollte gerade sagen, ist die Träne Gottes nicht eigentlich irgend so ein Schnaps? Denn da wäre ich dann dabei gewesen. Aber gut. Du weißt, dass wir in YouTube-Videos keinen Alkohol bewerben dürfen, sonst bekommen wir einen Strike vom Algorithmus. Aber zurück zum Thema. Rita, was baust du denn so? Naja, ich bin am Überlegen, was ich jetzt machen soll mit meinen Harry Potter Sets. Ich habe jetzt, also erstmal bitte, Christoph hat mich gerade vom Pool zuerst heraufkommandiert, denn er hat gesagt, jetzt musst du auch mal wieder was machen. Wobei es nicht stimmt, dass ich nichts getan habe, sondern ich habe die Harry Potter Sets aufgebaut, halt beim Pool. Wisst ihr, mir ist heiß hier oben am Dachboden. Keine Ahnung, es hat trotz Isolierung hier gute 30 Grad. Ja. Rita chillt am Pool, aber wie sie richtig sagt, sie baut was. Und mir fällt gerade auf, wo ist der Eingangsbereich des Parks hingekommen? Da ist jetzt nicht mehr dieses Legoland-Portal, welches wir kennen, sondern... Das war eben das, wo zuerst meine Mutter einen kurzen Ausflug heraufgemacht hat, weil sie gesagt hat, sie muss wieder mal ein bisschen einen Überblick bekommen. Das sieht aber cool aus, also echt. Und sie hat sich darüber beschwert, dass das Legoland-Eingangsportal nicht zu der wunderbar schönen Winkelgasse passt. Und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, dass wir das Ministerium nützen und das quasi als Eingangsportal für unseren... Mega. Also dieser Shot hier ist der absolute Wahnsinn. Das ist doch so cool, oder? Das sieht wirklich, wirklich cool aus. Es ist zwar ein bisschen verschoben, also es ist nicht genau mittig, das Portal, aber ich habe mir gedacht, das ist gar nicht so doof, weil wenn man dann reinkommt als Besucher, sieht man nämlich einerseits ja das Hogwarts Castle und das Disney Schloss. Hat also quasi schon einen Sneak Peek auf das, was einen ein bisschen erwartet hier. Also ich finde das eigentlich eine ganz, ganz coole Sache. Richtig, richtig cool. Also das ist ja das Set, was mich irgendwie von der Verpackung und von dem Ganzen am meisten inspiriert hat. Der Held hat ja gesagt, das Set ist zum Wegschmeißen, da kann man nur die Figuren verwenden. Ich finde das nicht, mir gefällt es, auch wenn es natürlich nur so eine Silhouette ist, aber es ist cool eingerichtet. Also die Räume sind der absolute Wahnsinn zum Teil. Ja. Also ich finde das auch grandios, auf wenig Platz sehr viel verbaut. Also ich finde das echt, echt cool. Und wir haben uns ja vor kurzem erst die Filme nochmal alle genau angesehen. Ich habe zwar schon wieder so viel vergessen. Weil ich noch immer nicht weiß, wer der Gefangene von Azkaban ist, da wir den dritten Teil... Wir haben das ein bisschen durcheinander angesehen, wie so oft, und den dritten Teil haben wir nicht fertig geschaut, weil es, glaube ich, Probleme mit Tim gab. Das ist dieses Mal... Er hat geweint, ja. Dieses Mal ein Quiz für Christoph. Ich werde es auch nicht verraten, wer der Gefangene von Azkaban ist. Letztes Mal das mit dem blöden Radiosender da. Ja gut, aber danke, dass ihr in die Kommentare geschrieben habt. Oh, und ich sehe noch was Neues. Ein Brunnen in der Mitte der... Winkelgasse? Eigentlich war ja der goldene Harry Potter in der Mitte von der Winkelgasse. Den haben wir jetzt etwas anders platziert. Ich bin noch nicht ganz zufrieden, wo er steht. Aber ich habe mir gedacht, vorerst kommt er mal irgendwo da vorne hin oder vielleicht kommt er auch mal auf den Rand. Wir haben ja da auch die Hermine, die goldene, und den Mr. Quirrell. Die sind ja immer bei den Sets dabei gewesen, oder? Genau. Das ist aber bei der neuen Serie jetzt nicht mehr. Das war nur 20 Jahre Harry Potter, wenn ich mich nicht täusche. Aber der Brunnen war beim Ministerium dabei. Also den kennen wir ja auch vom Film. Ein Quaglat, würde Christoph sagen. Naja, gut. Der ist ja auch im Ministerium quasi da in der Mitte zu finden. Und der gefällt mir so gut, dass ich mir gedacht habe, das ist doch ideal für unsere Winkelgasse. Ja, passt gut hinein, muss ich auch sagen. Ein paar mehr Besucher könnte die Gasse noch vertragen, damit es aussieht wie in Orlando in den Universal Studios. Ja. Haben wir vor kurzem mal ein Video gesehen, da ist es so voll, dass man fast nicht mehr durchkommt. Ja. Und ich sehe noch was Neues, ein Gebäude, welches sich verwandeln kann, wenn ich mich richtig an den Film erinnern kann. Aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Aber Rita das hat, wir filmen das jetzt nicht nebenbei gerade mit ihrem überbordenden Körper rund um die halbe Hogwarts-Welt niedergerissen. Aber alles gut. Weiter im Programm.
Wir haben hier ein Gebäude, wo ich nicht weiß, wie das heißt, aber das ist sowas, wo man dieses schwarze Teil so rein und raus snacken kann. Und das werde ich nicht machen, weil mir ist es jetzt schon 5-mal irgendwie schlecht gestanden und jetzt steht es endlich mal so, wie ich es gern haben möchte. Aber ja, ihr könnt das einfach quasi den Mittelteil einfach reindrücken und dann sind nur mehr die 2 Schnuggert, glaube ich, ist das. Christophs Lieblingsfarbe. Ja, das sieht einfach so appetitlich aus. Oder ist das überhaupt Nougat? Ich weiß es nicht. Ich glaube, aber es könnte sieht auf jeden Fall sehr appetitlich aus. Und dann sind quasi diese hellen Teile genau nebeneinander. Ja. Und das andere rutscht nach hinten. Aber das lassen wir so, denn ich möchte ja quasi den Grimmauld Place auch hier dabei haben. Und außerdem sieht man sonst hinten das so schlecht, wie das eingerichtet ist und so. Ich meine, das sieht man so auch sehr schlecht, aber wenigstens noch ein bisschen besser. Mit dem langen Ohr von den Weasley-Brüdern und so weiter und so fort. Ja. Also das ist schon echt cool. Und ja, ich habe schon lange immer nachgedacht, welche anderen Bauwerke ich hier noch weiter baue bei der Winkelgasse. Und meine Mutter war ja die Beste, weil die hat gesagt, naja, dann bauen wir halt einfach mal so ein Haus. Ja. Aus dem wurde nichts, weil so schnell kann man kein so wunderbar schönes Haus bauen, ohne dass man das nicht vorher ein bisschen durchdenkt. Und ihr wisst, wir sind keine Durchdenker. Und deswegen passt das jetzt perfekt, dass wir den Grimmauld Place haben. Ist zwar, glaube ich, wenn ich den Film richtig in Erinnerung habe, nicht ganz realistisch, weil der Grimmauld Place ja nicht in der Winkelgasse steht, aber es muss irgendwo ein Abstrich gemacht werden. Genauso wie das Zaubereiministerium, glaube ich, nicht das Eingangsportal der Winkelgasse ist. Also, aber es gibt die volle Harry Potter Experience. Und da geht es sogar noch weiter. Christoph ist Sherlock Holmes. Ja, Rita ist bei mir immer so streng mit meinen, keine Ahnung, Star Wars oder Herr der Ringe oder anderen Lizenzen, die ich gerne habe. Da werde ich immer ein bisschen, ja, aufs Abstellgleis gestellt. Deswegen, ihr wisst, ich habe mich jetzt informiert bei Harry Potter. Ich bin da jetzt der wirklich große Experte. Der Wahnsinn. Noch größer als Rita. Und deswegen schauen wir uns jetzt die anderen Sets an, die demnächst noch nach Hogwarts kommen. Genau. Also wir haben hier noch ein paar stehen, die wir einbauen werden. Ich kann das jetzt noch nicht einbauen, denn wir haben auch noch dieses große Set mit der neuen großen Halle und ihr wisst, diese einen Schlange da und so. Ja, wo auch der Keller dabei ist, glaube ich. Genau, ja. Also deswegen, das haben wir noch nicht und das macht dann keinen Sinn, dass wir das schon einbauen würden. Wir haben hier aber Sirius' Rettung schon aufgebaut. Das hat meine Mutter wieder anders zusammengestellt. Die hat mir nämlich ein bisschen geholfen beim Zusammenbauen. Also Sirius' Rettung haben wir hier, dann haben wir hier Dumbledores Office noch zusammengebaut und mein absolutes Highlight, übrigens hier auch noch die Telefonzelle, die ist mega. Und mein absolutes Highlight ist dieses Set hier, das es ja nur bei Lego als GWP jetzt gab, wo man um 130 €, glaube ich, einkaufen musste. Harry Potter Sets aber nur. Da haben wir uns schon etwas geärgert, haben dann aber gesagt, egal, wir brauchen eben noch den Grimmauld Place, alles gut. Und dann haben wir das bestellt. Ja, haben wir bestellt. Das war, bitte, das musst du schon anmerken, das Hochzeitstagsgeschenk von mir an meine liebe Rita. Wir haben da sogar noch bestellt ein Buch mit einer Figur, damit wir auf die 130 € kommen, damit Rita diese Treppe bekommt und sag, was habe ich bekommen zum Hochzeitstag? Nicht aber das, was ihr denkt. Nicht das, was ich wollte. Nein. Er hat von mir Flipflops bekommen. Aber die habe ich schon im Vorhinein bestellt gehabt. Christoph hat, glaube ich, unseren zweiten Hochzeitstag vergessen und hat dann am Hochzeitstag gesagt, ich kaufe den Grimmauld Place. Weil es das GWP erst später gab. Und das kann ich nicht nachdenken. Der Grimmauld Place war ja mit auf Nachbestellung bei Lego, aber vollkommen richtig. Aber egal, ich bin gut ausgestiegen, muss ich sagen. Also ich beschwere mich nicht. Und genau, dann haben wir hier dieses Set, die Treppe lässt sich verschieben. Ihr kennt das aus den Filmen, die bewegen sich ja auch dauernd. Und hier das Porträt der fetten Dame, das ist auch sehr, sehr cool. Das ist ja das Eingangsportal zum Gryffindor-Raum. Sind zwar ziemlich viele Aufkleber, wenn ich mich nicht täusche, aber ein wirklich schönes GWP. Wird auch sehr teuer auf Bricklink gehandelt, weil viele Leute sich eben gedacht haben, dass man keine 130 € bei Lego direkt für Harry Potter Sets ausgeben soll. Dann haben wir hier schon einen Baum, der
Die peitschende Weide. Die peitschende Weide ist. Das Set dazu wird gerade von Ritas Mutter aufgebaut. Das heißt, Genau. Das haben wir noch nicht, wobei wir das Set ja schon in Hogwarts, wir schwenken dann gleich rüber, haben, weil das gab es ja schon, wenn ich mich nicht täusche. Nein, die heulende Hütte gab es noch nicht. Aber die peitschende Weide gab es. Weiter im Programm, dann haben wir hier die Sesamstraße, welche auch nach Hogwarts reinkommen wird. Habe ich mir auch schon überlegt, wo, zeige ich euch gleich. Und Nein. Nennen wir es Krimskrams-Tisch, wo dieser Koffer noch drauf ist, den hat Rita auch mal von mir bekommen, ein Buch, welches so halb aufgebaut ist. Diese Teile haben wir jetzt absichtlich mal hier liegen lassen, weil das sind Sachen, die man hier schön mal verbauen kann, wenn man irgendwo eine Stütze braucht oder irgendwo. Auf jeden Fall, falls ihr jetzt die Frage habt, was passiert hier eigentlich, weil in meinem Kopf macht das ja alles Sinn, weiß ich nicht, ob das bei euch dann schon angekommen ist. Ich habe vor, also mit diesem Teil hier bin ich sehr zufrieden von Hogwarts, muss ich sagen, also mit diesem hohen Teil hier. Aber speziell mit diesem vorderen Teil, der sehr nieder ist, bin ich nicht zufrieden. Und ich möchte Hogwarts eben noch erweitern. Ich warte jetzt aber, bis wir alle Sets aufgebaut haben und auch alle Sets hier haben, weil ich fange nicht jetzt schon damit an, dass ich hier alles umbaue und umstelle und dann komme ich drauf, ich habe wieder neue Sets und ja. Richtig. Was mich sehr ärgert, aber ich muss jetzt irgendwie eine Lösung finden. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen soll. Ist, dass natürlich bei den neuen Sets jetzt nur mehr diese Türme sind in dem Sand Green. Und ich habe ja eigentlich gesagt, ich baue alles um und tue es alles wenigstens auf die Mehrheit grau, was bei den zum Beispiel beim Krankenflügel recht gut funktioniert hat. Ja, bei den großen Türmen funktioniert das nicht. Ja. Deswegen ist die Frage, was ich da mache. Ich habe mir schon viele Gedanken gemacht, aber noch nicht herausgefunden, soll ich es jetzt mischen? Weil ich glaube, diese Teile sind sehr teuer, wenn wir es online wieder kaufen müssten. Ich weiß es nicht. Leute, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht habt ihr da ja auch das gleiche Problem. Was habt ihr da gemacht? Ihr seht, Rita ist ratlos. Ist auch okay. Ich habe noch eine kleine Anmerkung zu machen, bevor ihr das Video abschaltet oder besser gesagt dann gleich das nächste Brix Cobalt Video anschaut, weil euch die Videos mit Rita, die euch so gut unterhält, gut gefallen. Nein, Spaß beiseite. Wir haben damals, kann ich mich erinnern, als wir die ersten Harry Potter Sets gekauft haben, was war das, dieser Hogwarts Express und die Halle und so weiter, haben wir gar nicht damit gerechnet, dass so viele Harry Potter Sets noch rauskommen werden, dass das so eine riesen Thematik wird. Jetzt kommt ja demnächst dann dieser Hogwarts Express mit dem Bahnhof raus, da haben wir irgendwie auch keinen Platz mehr. Das Gute ist, hinten raus, ich kenne mich jetzt da nicht dramaturgisch und vom chronologischen Ablauf der Filme, jetzt rede ich eigentlich die meiste Zeit, obwohl das dein Harry Potter Video sein soll. Typisch. Wir haben noch ein bisschen Platz, um es kurz zu fassen, aber es wird hier bei Hogwarts sich einiges tun müssen, damit wir da noch alles schön verpacken können. Man kann die Sets aber zum Teil aufeinander stapeln, das ist sehr praktisch. Sicher. Weil die so modular sind, trotzdem, dass man... Also das ist eigentlich nicht das größte Problem. Das größte Problem habe ich hier mit diesen Teilen, die leider nicht mehr dunkelgrau sind. Und das regt mich direkt ein bisschen auf. Ja. Mich stört es nicht so, aber Rita ist da ein bisschen genauer. Ja. Das abgebaut von den anderen Sets und ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Oder gibt es die irgendwo billig? Schreibt sie bitte in die Kommentare. Danke auf jeden Fall. Dann wünsche ich uns und mir und den Zusehern noch ein schönes Abschlusswort von dir, liebe Rita. Und dann entlassen wir euch wieder zum Bauen. Hüpft auch ihr ins kühle Nass. Ich werde mir jetzt irgendwas gönnen. Vielleicht einen Eiskaffee, das wäre doch mal eine Option. Keinen simplen Kapselkaffee, sondern ein Eiskaffee mit Eis. Ich werde mal schauen, was ich mache. Und Christoph kann ruhig hier noch ein bisschen weiterbauen, damit wir euch wieder updaten können mit einem neuen Video. Vielleicht ja von der U-Bahn oder vom Zoo. Ja, das hatten wir ja eigentlich auch vor. Ja, oder überhaupt Eisenbahn. Wir werden schauen, was uns freut. Es kommt auf jeden Fall einiges. Sehr gut. Ja. Ich freue mich schon. Bis demnächst, Freunde, und tschüssi.